Hey Leute, frohes neues Jahr und willkommen bei der Brickhouse Garage. Ja, heute wollten wir eigentlich die Bremssättel vom Capri machen und neue Scheiben draufspaxen. Da ist uns aufgefallen, dass wir ein bestimmtes Sicherungsblech nicht haben, was wir jetzt bestellt haben. Das heißt, es kommt irgendwann an, also geht es auch irgendwann weiter. Aber heute werden wir den rostigen Kofferraumdeckel vom Capri lackieren. Und ja, dafür treffen wir jetzt ein paar Vorbereitungen. Treffen wir hier gerade ein paar vorbereitende Maßnahmen, und zwar von unserer Profi-Lackiererin Pau und Social Media Experten bei uns. Ja, und wie läuft's? Sehr gut. Top. Top. Seltener Anblick, wir befinden uns im Brickhouse und hier haben wir noch die ganzen Wartungsteile, die wir demnächst auch verbauen werden, wenn unsere Sicherungsbleche da sind. Außerdem zu der Heckklappe, die wir lackieren werden, werden wir euch auch noch ein paar Zubehörteile von damals zeigen, die wir glücklicherweise mit dem Haus mit dazu bekommen haben. Und ja, so Leute, auf geht's! Schloss. So. Aha. Ich werde jetzt versuchen, das alte Schloss herauszubauen. Ich weiß aber nicht genau, wie es geht. Vermutlich muss man da so eine Art Blechlasche reindrücken. Mal gucken, was geht. Leider kommt man da ziemlich schlecht hin. Vielleicht sollten wir mal auf YouTube gucken, ob es da eine Anleitung für gibt. Wir sind die Anleitung. Wir sind die Anleitung. Wir sind die Anleitung auf YouTube. Ja, noch nicht. Aber demnächst. Ja, sieht schon so aus, als müsste man die reindrücken. Da braucht man aber eine ganz spezielle Zange. Ja. Sieht jetzt aus, als wären beide drin, aber es bringt nichts mehr. Ne, warte, hier noch. Jetzt kommt's. Ah. Nice. Ja, genau das Problem, was ich befürchtet habe. Vielleicht gibt es ja mit einem Trick of the Sleeve. Tada! Hey. Hat's gemacht. Hast du gehört? Das Kölner Das- Puzzle Damn. gelöst. Wie macht das Felix? Zufälligerweise passt ein random Schlüssel zu einem random Schloss. Ey Leute, ich fange gerade an, die Klappe abzukleben, damit wir den Hobel jetzt auf den Lackiertisch werfen können und dann die erste Tour Primer rüber schmeißen können, damit irgendwann mal hier irgendwas passiert. Ich weiß nicht mal, ob ich das richtig mache, aber an jedem, der sich hier ein Beispiel nimmt, selber schuld. Ich bin kein Lackierer. Ich habe auch noch nie Sandschleifen. So, der Deckel ist abgeschliffen. Auf jeden Fall so relativ grob.
das, was abgeklebt wurde, haben wir irgendwie wieder beschädigt. Deswegen muss ich gleich nochmal neu abkleben. Das sollte aber nicht das Problem sein. Übung macht der Meister. Und ja, dann geht es gleich ans Primern. Dann lassen wir es trocknen. Dann schleifen wir den ganzen Wumms wieder ab. Und dann primern wir es wahrscheinlich wieder. Schleifen es wieder an. Und dann kommt der Lack drauf. Und top, wenn wir das heute vielleicht noch schaffen. Ansonsten Brickhouse Garage. Brickhouse Garage. Ey Leute, jetzt haben wir für euch ein paar Zubehör und Ersatzteile, die wir beim Capri mit dazu bekommen haben. Zum Beispiel diese Super Oscar Chibi Rally Scheinwerfer, die wir auch irgendwann mal, denke ich, verbauen werden. Und unter anderem wollen wir heute in den zweiten Tank mal reinschauen, da wir noch nicht wissen, wie der von innen aussieht. Und der Originaltank sah sehr, sehr schlimm aus, so wie ich das in Erinnerung habe. Und ja, vielleicht sieht der hier besser aus. Ansonsten entrosten wir den vielleicht ein bisschen von innen und bauen den dann wieder ein. So Leute, wir endoskopieren jetzt mal diesen Tank. Ich halte hier die Stecker zusammen, weil sonst die Verbindung abbricht. Ja, schießen Sie los, Herr Ulbach. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Chef, schau mal. Na mal Junge. Na, Ja, das oh, glänzt. das glänzt ja richtig. Ich sehe kein Rost. Blendet Aber ein das bisschen auch. zitterig. Bisher, Felix, hast Weil du wenn Parkinson? Felix das selber nicht sehen kann. Ja, weil Das ist auch ich schwierig. fasse hier hinten an und ich kann meine Hand leider nicht in die Kante reinstecken. Da ist was. Da war irgendwas. Marder. Nee, das ist der Füllstand. Eine Ratte. Das ist der Der Füllstand. Füllstandgeber. Der Füllstandgeber. Ja, da ist er. Good old Da ist er. Sending Unit. Ey. Da ist Wie neu. Aber das sieht gar nicht, also dafür wie rostig er von außen ist, sieht es innen Ja, das echt kriegt man ja okay nicht aus. von Das außen. kriegt man hin. Wie Das sieht ist da ja hinten super. aus? Unfassbar. Unfassbar ist das. Und ja. Der Tank hat zig Jahre auf dem Marderboden gelegen. Ja, scheinbar Aber eigentlich hatten wir vermutet, dass da mindestens ein Mardernest drin ist. Aber nicht mal ein Mäusenest. nicht mal ein Mäusenest. Das ist echt Nicht mal eine phänomenal. Nicht mal. Stimmt. Ey. Top konserviert. Alter Top Schwede. konserviert. Wir können ja später nochmal in den anderen reingucken und dann zeige ich euch das jetzt. Ja, zum Glück gibt es kein Geruchsvideo. Zum Glück gibt es kein Geruchsvideo. Das stimmt. Moin Leute. So, jetzt wo wir die erste Schicht Primer drüber gehauen haben, ihr kennt den Trick, jeder kennt ihn, jeder bekommt ihn beigebracht in seiner Handwerkslehre. Es muss eine Zigarettenlänge trocken. Also los. Ja, die Primer-Zigarette. Eine Zigarette, gute Zigarettenlänge, primern lassen, trocknen lassen. Ja. Kabine. Ja, die erste Schicht Primer ist jetzt getrocknet. Wir werden die jetzt nochmal anschleifen, sauber machen.
um sie dann wieder zu primern. Auf geht's. Oder Blocken. Ja. Lauter Fluchen. Ja, ich glaube ja, man muss das wirklich ganz vorsichtig machen. Ich habe nur ganz leicht aufgedrückt. So, das zweite Schleifen ist vollendet. Sieht doch optimal aus. So Felix, Ja. was geschieht? Wir entfetten das Ganze jetzt nochmal, nachdem wir das abgeschliffen haben. Und dann kommt die zweite Schicht Klarlack raus. So Leute, die zweite Schicht Primer kommt jetzt. Das läuft wie Stills. Hey Chef! Was ist los, Junge? Chef, das geht nichts. Geht nix? Geht nichts. Geht nix? Geht nix gibt's nicht. 25% extra plus, da muss was gehen. Achtung. Ging doch vorhin auch. Geht das rein. So Leute, hier haben wir eine der 4 Cosmic Alufelgen, die wir noch auf dem Capri-Boden gefunden haben. Und ja, wir werden jetzt mal die beiden Felgen vergleichen, weil das ist ja quasi Aftermarket, die man zu jedem Auto, was damals rausgekommen ist, mit dazu kaufen konnte. Also nicht original Capri-Felgen, und wir sind noch am Überlegen, ob wir die auch eventuell aufbereiten. Aber das wird wahrscheinlich nur passieren, wenn wir die anderen Felgen nicht mehr retten können. Und Chef kommt gleich mit den anderen Felgen. Vorsicht. So Leute, hier haben wir die beiden Felgen direkt nebeneinander zum Vergleich. Die beiden Felgen, genau. Die rechte ist natürlich die Original Ford Felge vom Capri RS. Eine 6x13 Vierspeichenfelge von Ronald. Die würde ich am liebsten wieder auf dem Capri sehen. War ja ursprünglich auch mal drauf. Dann haben wir aber auf dem Dachboden beim Marder noch einen Satz von diesen Felgen gefunden, die hier in dem Katalog beschrieben sind. Ein Autozubehörkatalog von 1969. Habe ich von meinem Vater geerbt. Und da ist sie tatsächlich drin. Eine Cosmic Leichtmetallfelge. Auch 13 Zoll, aber ein bisschen schmaler. Wahrscheinlich 5,5. Anstatt 6. Also die hat 6, die hat 5,5. Okay. Und Chef, was hast du mit dem Satz Felgen vor? Tja, also ich würde sie eigentlich nur nehmen, wenn sich herausstellt, dass der Satz irgendwie zu scheiße ist. Irreparabel. Wissen wir noch nicht genau. Mal gucken. Geht immer. Auf jeden Fall sind die auch nicht schlecht. Also ich finde die auch richtig gut. Aber sie sind halt nicht so klassisch wie die vom Capri RS. Weil das ist ja das Auto, was man so gerne hätte. Was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Hey Leute, willkommen am nächsten Tag. Wir haben die zweite Schicht Primer durchtrocknen lassen. Jetzt werden wir das Ganze nochmal nass schleifen mit 600er und nochmal mit 1000er. Und dann geht es ans Lackieren mit der Farbe, die am Ende tatsächlich sein soll. Hier musst du aufpassen und nicht so mal abkriegen. Musst du ganz vorsichtig sein. Ja. Das wird das beste Teil sein vom Capri. Auf jeden Fall. Selbst wenn der Lack nicht schön wird. In der Backfire-Vergaser. Das ist das stabilste Teil. Und wie das wieder? Super. Ja, klar. Aha. Stimmt auch auf der Kamera geht. Leute,
abgesehen von den Felgen haben wir auch noch einen schönen Ölkühler. Und Chef wird jetzt erstmal erzählen, wofür so ein Ölkühler eigentlich da ist. Das ist nicht dein Ernst, oder? So. Also erstmal den Ölkühler haben wir gefunden auf dem Marderdachboden, wo viele interessante Teile sind. Und das war eines der interessantesten. Leider ist der Zustand nicht so richtig schön, aber er scheint nicht kaputt zu sein. Für welches Fahrzeug der ist, kann man nur raten, aber ich vermute mal, dass er im Capri ganz gut passen wird, weil hier ist der Anschluss, der für den Ölfilterflansch passt. Und die Schlauchlänge könnte auf jeden Fall auch passen. Also wäre es vielleicht gar nicht schlecht, den irgendwie am Capri zu montieren. Ja, und so ein Ölkühler ist tatsächlich dafür da, um Öl zu kühlen, was vielleicht zu heiß geworden ist, so im Motor. Wenn man richtig Gas gibt, dann wird das Öl heiß. Und wenn es halt heißer als 150 Grad wird, dann fängt es an zu cracken. Crack. Das wollen wir halt nicht. Wir nehmen ja auch kein vollsynthetisches, sondern nur das mit den Dinosauriern drin. Ganz Und wichtig. deswegen muss man immer für Kühlung sorgen. Keep it cool, man. Nicht, dass die Dinosaurier. Nicht, dass die Dinosaurier ausbüchsen. Genau. Das war, bevor sie den RS gemacht haben, haben sie so einen 2-3er mit 3 Doppelvergasern gemacht. Mit höherer Verdichtung. So, wir haben jetzt die Kofferraumhaube lackiert in Blau, Monsterblau. Die trocknet jetzt gerade draußen in unserer neuen Lackierkabine bei ungefähr 3 Grad plus, was natürlich ideal ist. Auf jeden Fall ist es schön blau geworden, das ist schon mal gut. Es ist gleichmäßig blau geworden, aber es ist auch gleichmäßig uneben geworden, haben wir gerade gesehen, was natürlich nicht so schön ist. Aber wir haben gute Hoffnung, dass wir es durch softes Schleifen und Polieren wieder ordentlich glänzend kriegen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass es nicht zu glänzend wird, weil dann passt es nicht zum Auto. Ja, also heute können wir da nichts mehr machen, das muss jetzt erstmal schön trocknen und Felix sagt uns, wie es weitergeht. Ja, und in der nächsten Folge von Brickhouse Garage werdet ihr sehen, wie wir den Kofferraumdeckel schwarz streifen und höchstwahrscheinlich auch einbauen werden. Und unter anderem die Radlager tauschen mit Bremsscheibe und die Bremssättel. Also Wow. bleibt gespannt. Das wird riesig. Es wird gigantisch. Es geht immer weiter bei der Brickhouse Garage. Geht super. Ja, schnell.